Der iShares Edge MSCI World Value Factor ETF setzt auf unterbewertete Aktien und möchte damit als Factor ETF eine Überrendite erzielen. Wie genau der ETF seine Aktien auswählt, wie seine historische Performance ist und ob der ETF sich in meinem Sparplan befindet, das erfahrt ihr in diesem Video. Viel Spaß dabei! Vielen Dank an Jan Engelmann, AG, Leon Speth, Fabian Marquardt, Dominik Dörr und Martin Klemer für eure Unterstützung als Kanalmitglieder. Wenn auch du erfahren möchtest, welche Vorteile du als Mitglied auf diesem Kanal hast, dann klicke unter dem Video auf den Button Mitglied werden. Der iShares Edge MSCI World Value Factor ETF basiert auf dem MSCI World Enhanced Value Index und enthält aktuell 399 Wertpapiere. In der Regel sind es hier maximal 400 Positionen. Die Aktien stammen ausschließlich aus den Industrienationen des MSCI World und sind laut Index in ihrem aktuellen Kurs unterbewertet im Verhältnis zu ihren Fundamentaldaten. Was heißt jetzt aber Value genau und wie kommt man als Indexanbieter auf genau diese ca. 400 Unternehmen? Die einzelne Aktie muss in ihrem Industriesektor einen hohen Value Score besitzen, der je nach Sektor eine andere Hürde bildet. Die Gewichtung der einzelnen Aktie hängt dabei von dem individuellen Value Score und von ihrer Marktkapitalisierung ab. Der Value Score für ein Unternehmen ist immer dann besonders gut, wenn das jeweilige Unternehmen ein niedriges Kurs-Buch-Verhältnis, ein niedriges erwartetes Kurs-Gewinn-Verhältnis und ein niedriges Enterprise Value to Operating Cashflow-Verhältnis besitzt. Was genau das bedeutet und was wir aus diesen Kriterien für die Zukunft mitnehmen können, das erfahrt ihr im Kapitel der Prognose ganz genau. In der Nachhaltigkeit schneidet der ETF ganz gut ab. Hier gibt es ein ESG-Rating von A, was der drittbeste Wert ist. AAA wäre der beste Wert, CCC ist der schlechteste Wert. Die 10 größten Aktien des ETFs machen dabei in etwa 19,7% des Gesamtportfolios des ETFs aus und sind damit schon relativ ausschlaggebend für den Kurs des ETFs, allerdings nicht allzu stark gewichtet. Auffällig ist, dass die USA mit knapp 41% in diesem ETF im Verhältnis zu anderen MSCI World ETFs nicht allzu stark übergewichtet sind. Japan ist mit beinahe 25% ebenfalls gut dabei, das Vereinigte Königreich mit 11% und dahinter rangieren noch Frankreich und Deutschland. Auch in diesem ETF ist der IT-Sektor mit knapp 21% hochgewichtet, Financials und Gesundheitsversorgung folgen mit knapp 13% dahinter. Grundsätzlich ist sowohl die Länderverteilung innerhalb der Industrienation natürlich und die Sektorenverteilung in Ordnung, wenn man eine relativ breite Diversifikation anstrebt. Der ETF besteht beinahe ausschließlich aus Large-Cap-Unternehmen, das heißt Unternehmen mit einer hohen Marktkapitalisierung. Beinahe 85% der Unternehmen besitzen entweder eine sehr große oder eine große Marktkapitalisierung. 15% der Unternehmen werden hier als mittelgroß beschrieben, während die kleinen und Microcap-Unternehmen im ETF nicht enthalten sind. Es empfiehlt sich daher, wenn man den Value ETF in sein Portfolio einbinden möchte, also über einen Small Cap ETF als Beimischung nachzudenken, wenn man breiter diversifizieren möchte und auch kleinere Unternehmen mit im Portfolio haben möchte. Schauen wir uns exemplarisch für den ETF die 10 größten Titel mal etwas genauer an. Nahezu alle Unternehmen sind sehr bekannt. Auffällig ist, dass mit Broadcom, Micron Technology und Intel gleich 3 Unternehmen aus der Halbleiterbranche mit dabei sind. Cisco Systems und AT&T sind dem Kommunikationssektor zuzuordnen und daher auch thematisch sehr nahe an den Halbleiterherstellern beheimatet. Auch IBM kommt aus dem IT-Sektor, Pfizer und AbbVie bilden als Pharmaunternehmen den Gesundheitssektor ab, während British American Tobacco als Tabakunternehmen sicher nicht jedem schmecken wird. Japan ist auch in den Top 10 mit Toyota prominent vertreten. Das Umsatzwachstum der Top 10 Aktien ist zuletzt sehr mäßig. Auffällig ist, dass zwischen 2016 und 2018 das Wachstum im Durchschnitt ganz ordentlich war, mit mehr als 10% Wachstum pro Jahr. Die zuletzt 2 schwachen Jahre, also 2019 und 2020, sind wohl auch ein Grund, warum die Aktien bei den Anlegern aktuell eher unter dem Radar schwimmen, beziehungsweise warum sie unterbewertet sein könnten. Im Jahr 2020 verzeichneten AT&T, Micron Technology, IBM, Cisco Systems und vor allem Pfizer relativ starke Umsatzrückgänge. Im EBIT, also dem operativen Gewinn vor dem Abzug von Zinsen und Steuern, sehen wir 2020 ebenfalls einen deutlichen Rückgang. Hier standen im Durchschnitt minus 22% im EBIT-Wachstum zu Buche. Zuvor lag 2019 das Wachstum bereits bei mageren 3%, während die Jahre 2017 und 2018 erneut positiver waren für die aktuellen Top 10 Aktien. Vor allem AT&T, Micron Technology, IBM und Pfizer erlebten
vermuten sehr starke EBIT-Rückgänge im Jahr 2020. Diese Rückgänge sind in der Regel aber eigentlich eher schlecht für das Kurs-Gewinn-Verhältnis, das sogenannte KGV, es sei denn, die Aktien sinken im Kurswert ebenso wie in ihrem Gewinn. Das KGV ist nämlich auch ein Indiz dafür, ob eine Aktie über- oder unterbewertet ist, dazu kommen wir aber später noch im Video. Die EBIT-Margen sind allerdings noch in Ordnung, während auch hier die Jahre 2017 bis aber 2019 mit knapp 25% Marge recht ordentlich im Durchschnitt waren, bildet eben auch hier 2020 ein eher mäßiges Jahr mit 19% EBIT-Marge im Durchschnitt. Das liegt vor allem an dem Rückgang bei AT&T und IBM. Die besten Margen verzeichnet hier eindeutig British American Tobacco, gefolgt von Intel und Cisco Systems. Hier sieht man auch gut, dass die Kennzahlen natürlich auch irgendwo branchenabhängig sind. Toyota hat zum Beispiel seit jeher eine relativ konstante Marge bei ca. 10%, was der Automobilbranche natürlich auch geschuldet ist, während im Tabaksektor die Margen seit jeher eher größer sind. Auch der Pharmasektor ist eigentlich bekannt für relativ hohe Margen. Im Kurs-Gewinn-Verhältnis wäre zu erwarten, dass die Unternehmen ein sehr niedriges KGV aufweisen. Denn das bedeutet eigentlich, dass der Kurs der Aktie sehr niedrig ist und die Gewinne im Verhältnis groß sind. Ein niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis ist in der Regel ein Hinweis auf unterbewertete Unternehmen, die der ETF ja abbilden möchte. Tatsächlich war das KGV im Durchschnitt im Jahr 2018 bei diesen 10 Unternehmen am niedrigsten mit 13,6. 2020 liegen wir hier bei 22, was der höchste Wert der letzten 6 Jahre ist. Das wird aber auch daran liegen, dass die Gewinne, wie eben schon angesprochen, der Unternehmen im Durchschnitt im Jahr 2020 eher mäßig waren. Dadurch steigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis eher an, wenn der Aktienkurs nicht allzu stark sinkt. Dennoch, es kommt natürlich auch auf die Branche des einzelnen Unternehmens an. Schauen wir mal auf Intel, Toyota, British American Tobacco, die ein sehr niedriges KGV besitzen. Bei Intel natürlich beispielsweise, weil aktuell eher die Konkurrenten AMD und Nvidia auch im Aufschwung sind. Bei British American Tobacco kann es natürlich sein, dass es daran liegt, weil gerade eben auch der Tabakkonsum nicht als die goldene Zukunft angesehen wird in der Gesellschaft. Mit anderen Worten, es kommt hier auf das KGV des einzelnen Unternehmens in seiner eigenen Branche an, um zu erkennen, ob ein Unternehmen tatsächlich unterbewertet ist. Aber genau das macht der ETF auch und das schauen wir uns später in der Prognose an. Nur weil das KGV jetzt nicht bei unter 10 liegt hier im Durchschnitt, heißt es nicht, dass dieser ETF nicht genau sein Ziel erfüllen kann. Im Kurs-Buch-Verhältnis, bei dem wir den Kurs einer Aktie ins Verhältnis zum Eigenkapital je Aktie setzen, das wird später im Kapitel der Prognose noch näher erklärt werden, sehen wir, dass hier zuletzt ein recht niedriger Durchschnittswert von 4,1 erreicht wurde. Lediglich AbbVie, die im Verhältnis ein sehr hohes Kurs-Buch-Verhältnis aufweisen, sticht hier offensichtlich etwas heraus. Ein niedriges Kurs-Buch-Verhältnis deutet ebenfalls darauf hin, dass ein Unternehmen aktuell eher gering bewertet ist oder niedrig bewertet sein könnte. Ein Kurs-Buch-Verhältnis von 1 oder niedriger könnte allerdings ebenfalls besorgniserregend schlecht sein und zeigt, dass die Anleger hier äußerst skeptisch sind. In jedem Fall erkennen wir hier aber bei AT&T, Toyota, Micron Technology und British American Tobacco, dass die Aktien zurzeit im Verhältnis sehr günstig bewertet sein könnten. British American Tobacco lag 2015 bei 15,6 und heute bei 1,1 im Kurs-Buch-Verhältnis. Bis auf Micron Technology schütten alle Unternehmen in den Top 10 eine kräftige Dividende aus. Im Durchschnitt lag die Dividendenrendite der Top 10 Aktien 2020 bei 4,19%. Der Gesamt-ETF kommt zuletzt auf eine Ausschüttungsquote von über 2%, weshalb es ihn sowohl in einer thesaurierenden als auch in einer ausschüttenden Variante gibt. Besonders AT&T und British American Tobacco stechen hier mit mehr als 7% Dividendenrendite hervor. Beim Blick auf die Kerntreiber von Risiko und Rendite trifft dieser ETF sein Ziel. Beim Faktor Value geht der blaue Balken, der hier für diesen Value Factor Index steht, sehr stark in Richtung Übergewichtung. Der gelbe Punkt stellt zum Vergleich den klassischen MSCI World Index in den jeweiligen Faktoren dar. Der Low Size Factor ist daher natürlich untergewichtet in diesem ETF bzw. in diesem Index, ebenso wie der Momentum Faktor. Aufgrund der Dividendenrenditen der ETFs ist der Faktor Yield hier klar übergewichtet. Wer diesen ETF kauft, setzt also auf Value-Werte, also möglicherweise auf unterbewertete Aktien, mit großer Dividendenrendite. Kein Wunder, dass es den ETF dann eben auch in einer ausschüttenden Variante gibt. Wie wir sehen, trifft der ETF genau das, was er abbilden möchte, nämlich Value-Werte, die per Definition ein niedriges Kurs-Buch-Verhältnis zum Beispiel aufweisen. Wie der ETF exakt sein Portfolio zusammenstellt und was man daraus möglicherweise für die Zukunft ableiten könnte, das schauen wir uns detailliert im Kapitel der Prognose und Performance an. Der ETF erhält in der Bewertung des Portfolios 4 von 5 Sterne. Er trifft den Faktor, den er abbilden möchte. Die Kennzahlen der Top 10 Aktien sind jedoch im Wachstum vor allem wirklich eher mäßig.
Folgt auf Instagram dem Kanal Tech-Aktien. Der Kanal versorgt euch mit allen News rund um die Börsen dieser Welt und sorgt mit guten Memes auch immer wieder zwischendurch für gute Laune. Mit einem Fondsvolumen von 5,5 Milliarden Euro liegt der iShares MSCI World Value Factor ETF sehr deutlich über der 100 Millionen Euro Grenze, ab der ein ETF als relativ rentabel gilt. Der ETF existiert seit 2014, also bald 7 Jahre, was schon eine der längeren Bestandsdauern in dieser Videoreihe ist. Eine Auflösung des ETFs ist auch daher sehr unwahrscheinlich. Mit einer Gesamtkostenquote von 0,3% liegt dieser ETF unter dem Durchschnitt der Gesamtkostenquoten aller ETFs, der bei ca. 0,4 bis 0,5% liegt. So spielt dieser ETF fast in einer Liga, wie beispielsweise verschiedene MSCI World oder All World ETFs, die beispielsweise sogar bei Gesamtkostenquoten von unter 0,2% liegen. Allerdings der Xtrackers MSCI World Value Factor ETF, das Konkurrenzprodukt von unserem iShares ETF hier, bietet sogar mit 0,25% Gesamtkostenquote eine etwas günstigere Quote an und bildet den gleichen Index ab. Dieser ETF hier ist grundsätzlich thesaurierend, demnach werden Erträge wie Dividenden und Zinsen nicht an den Anleger ausgeschüttet, sondern sie wandern direkt zurück in den ETF und steigern so den Kurs des ETFs. Allerdings gibt es unter der WKN A2JDDJ auch eine ausschüttende Variante dieses ETFs, die allerdings nur ein Fondsvolumen von weniger als 1 Milliarde Euro bietet und erst seit 2018 existiert. Wen das nicht stört, das sind ja jetzt auch keine schlechten Zahlen, und wer lieber die zuletzt 2,29% Ausschüttungsquote mitnehmen möchte, bei einem halbjährlichen Ausschüttungsintervall, der kann eben auch bei dieser ausschüttenden Variante zugreifen. Dieser ETF verfolgt die Strategie einer optimierten physischen Replikation, das heißt nicht, der gesamte Bestand des Index wird im ETF 1:1 nachgebildet. Hierbei weicht in der Regel der ETF-Kurs regelmäßig vom Kurs des Index ab. Die durchschnittliche jährliche Abweichung von der Indexentwicklung, Tracking-Differenz genannt, seit 2015 betrug bei diesem ETF minus 0,05% pro Jahr. Damit war der ETF für den Anleger sogar günstiger, als es die Gesamtkostenquote mit 0,3% suggeriert, und der ETF ist sogar besser als der Index gelaufen. Der Konkurrenz-ETF von Xtrackers kommt übrigens ebenfalls auf minus 0,04% Tracking-Differenz. Beide ETFs liegen also genau genommen auf lange Sicht so ziemlich gleich auf, wobei der Xtrackers ETF eben die günstigere Gesamtkostenquote besitzt. Insgesamt vergeben wir in der Kategorie Produktkriterien 4,5 von 5 Sterne, eine vollständige physische Replikation und eine leicht bessere Gesamtkostenquote, und wir wären hier auch definitiv bei 5 Sternen gewesen. Wir vergleichen heute den iShares Edge MSCI World Value Factor ETF mit der Standardanlage, die viele Anleger im Portfolio haben, nämlich mit dem Vanguard FTSE All World ETF, den wir hier bereits auf dem Kanal vorgestellt haben, und mit einem normalen MSCI World ETF, dessen Index ja die Basis des Value Factor ETFs bildet. Außerdem vergleichen wir ihn mit dem Konkurrenz-ETF auf den gleichen Index, nämlich mit dem erwähnten Xtrackers MSCI World Value Factor ETF. Mit dabei ist außerdem der iShares MSCI USA Value Factor ETF, der auf den gleichen Faktor setzt, aber eben ausschließlich Aktien aus den USA im Blick hat. Im Vergleich seit Oktober 2016, was der längste mögliche Vergleichszeitraum dieser ETFs ist, da es den USA-Faktor-ETF noch nicht so lange gibt, sehen wir, dass der klassische MSCI World ETF die beste Rendite in Höhe von ca. 85% erzielt hat. Dahinter folgt der Vanguard FTSE All World ETF. Die Faktor-ETFs haben hier in den letzten 5 Jahren deutlich schlechter abgeschnitten, wobei der Faktor-ETF nur auf die USA wenigstens annähernd mit den World-ETFs mithalten konnte. Das allerdings bei einer weitaus geringeren Diversifikation und einem deutlich erhöhten Risiko. Bis Januar 2019 konnten die Faktor-ETFs noch einigermaßen mithalten, vor allem 2019 und direkt im Verlauf nach dem Corona-Ausbruch wurde der Abstand jedoch hier deutlicher. Der All World ETF liegt mit knapp 80% Rendite knapp hinter dem MSCI World ETF. Der USA Value Factor ETF folgt mit knapp 67% ein gutes Stück dahinter, während die beiden MSCI World Value Factor ETFs von Xtrackers und iShares gerade einmal auf 38% Rendite circa kommen in diesem Zeitraum. In den letzten 5 Jahren hat sich der Value Factor, also im Vergleich zu einem breiten MSCI World ETF, eindeutig nicht gelohnt. Das gilt aber natürlich nicht für jeden Zeitraum. Wenn wir nur auf die letzten 12 Monate schauen, dann sehen wir allerdings ein anderes Bild. Seit August 2020 konnten die Faktor-ETFs sogar besser performen als der MSCI World ETF und als der All World ETF. Der USA Value Factor ETF kommt hier auf 43,51%, während die beiden MSCI World Value Factor ETFs auf ca. 36% Rendite kommen. MSCI World und All World ETF liegen hier wenige Prozentpunkte dahinter.
Es kommt also immer auf den Betrachtungszeitraum an, das dürfen wir nicht vergessen. Wenn wir den Index, den MSCI World Enhanced Value Index, der hinter dem ETF steht, mit dem MSCI World Index über die letzten 15 Jahre vergleichen, dann sehen wir, dass der Value-Faktor unmittelbar nach bzw. während der Finanzkrise 2008 sowie kurz davor leicht besser performt hat als der klassische MSCI World Index. Von 2012 bis Mitte 2017 liefen dann der MSCI World Index und der Value Index nahezu parallel, während seit 2017 der Value-Faktor klar verliert. Über die letzten 10 Jahre hat der MSCI World Index jährlich eine Rendite von 10,65% erzielt, während der Value Index hier gerade einmal auf 6,61% jährlich kommt. Allerdings, wenn wir auf den Zeitraum seit November 1997 bis heute schauen, dann hat der Value Index eine jährliche Performance von 8,73% erzielt, während der MSCI World Index hier nur auf 7,03% kommt. Im ganz langfristigen Vergleich, also seit 1997, liegt der Value-Faktor also immer noch vorne. In einem Artikel von Gerd Kommer, den ihr unter dem Video verlinkt findet, bezieht er sich auf Datenreihen, die die Performance des Value Factors seit den 70ern bis 2018 untersucht haben. Im Zeitraum von 1975 bis 2018 hat der Value Factor es in der Theorie geschafft, den Weltmarkt mit 0,9% pro Jahr outzuperformen. Von 1975 bis 1994 waren es sogar 2,1% pro Jahr. Der Zeitraum 2009 bis 2018 hingegen war dann negativ und wie wir gesehen haben, war der Nachteil des Value Factors im Zeitraum 2011 bis 2021 noch deutlicher. Eine Wette auf einen Value Factor ETF bedeutet eben, dass man darauf setzt, dass dieser Faktor in Zukunft wieder zur alten Stärke zurückfindet. Wenn man die Theorie der Tendenz zur Mitte anwendet, dann kann man sagen, dass der Value Factor zuletzt unterperformt hat und möglicherweise genau wie Aktien, die er abbilden möchte, unterbewertet ist. Für die Performance vergeben wir insgesamt 3 von 5 Sternen. Je nach Vergleichszeitraum kann man hier ein anderes Bild kreieren. Im Zeitraum 1997 bis heute performte der Index hinter dem ETF tatsächlich besser als die klassische MSCI World Investition. In den letzten 10 Jahren, insbesondere in den letzten 5 Jahren, sah der Value Factor jedoch kein Land. Dennoch sollte man nicht von der Performance der letzten 5 oder 10 Jahre auf die Zukunft der nächsten 20 oder 30 Jahre des Faktors schließen. Um zu verstehen, wie die Zukunft des ETFs aussehen könnte, ist es wichtig zu verstehen, welche Aktien der ETF regelmäßig halbjährlich auswählt und beinhaltet. Der MSCI World Enhanced Value Index hinter dem Value Factor ETF beinhaltet zunächst nur Aktien aus Industrienationen, Schwellenländer also explizit nicht. Was aber heißt Value und ab wann ist eine Aktie ein Value-Titel? Der Index schaut dazu überwiegend auf 3 Kennzahlen der Unternehmen, die im MSCI World Index enthalten sind, was mehr als 1500 Aktien sind. Aus diesen 1500 wählt er dann letztendlich 400 Aktien aus, die besonders in den folgenden 3 Kennzahlen Hinweise geben, dass sie unterbewertet sein könnten. Die erste Kennzahl ist das Price-to-Book-Value, also das Kurs-Buch-Verhältnis. Dies berechnet sich aus dem Kurs der Aktie, also seinen Preis an der Börse eben, geteilt durch den Buchwert der einzelnen Aktie. Der Buchwert ist dabei das Eigenkapital pro Aktie, also das Eigenkapital des ganzen Unternehmens geteilt durch die Anzahl der ausgegebenen Aktien. Bei Apple sieht das für 2020 beispielsweise so aus: ca. 133 US-Dollar kostet die Aktie Ende Dezember 2020. Für 2020 besitzt jede Aktie einen Buchwert von 3,82 Dollar. Demnach kommt man in der Berechnung auf ein Kurs-Buch-Verhältnis von 34,82. Wie wir vorhin gesehen haben, besitzen Intel und Co., also die Aktien in diesem ETF, die Top 10 Aktien, im Jahr 2020 im Durchschnitt ein Kurs-Buch-Verhältnis von 4,1, also deutlich niedriger als das KBV von Apple. Was sagt uns denn jetzt das KBV überhaupt über die jeweilige Aktie? Je niedriger das KBV einer Aktie ist, desto günstiger ist das Unternehmen bewertet. Ein Hinweis also darauf, dass die Aktie zurzeit unterbewertet sein könnte. Allerdings ein hohes Kurs-Buch-Verhältnis zeigt auch, dass die Anleger immense Erwartungen in die Zukunft einer einzelnen Aktie legen. Das bedeutet auch Druck und Erwartungen, die die Aktie erfüllen muss. Ansonsten kann es natürlich auch zu starken Kursverlusten kommen. Das Risiko ist also relativ hoch. Ein Kurs-Buch-Verhältnis von unter 1 im Gegenteil zeigt dann, dass die Anleger eher skeptisch sind, was die Zukunft der Aktie angeht. Die zweite Kennzahl, die ausschlaggebend dafür ist, ob eine Aktie vom Index als Value-Titel klassifiziert wird, ist das Forward Price Earnings Ratio oder zu Deutsch das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis. Wie beim normalen Kurs-Gewinn-Verhältnis nehmen wir zur Berechnung den aktuellen Kurs der Aktie, also einer einzelnen Aktie, und teilen sie durch den Gewinn der einzelnen Aktie. Allerdings nehmen wir hier den erwarteten Gewinn in der Zukunft. Also am Beispiel von Apple haben wir aktuell einen Kurs von $146. Für 2022 wird ein Gewinn
von 5,29 US-Dollar pro Aktie erwartet. Teilt man nun diese beiden Werte, kommt man auf ein erwartetes KGV von 27,57. Wir haben also für 2022 ein erwartetes KGV von 27,57. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt bei 28,51. Das heißt also, wenn wir annehmen, dass der Kurs gleich bleibt, wird das KGV 2022 geringer, die Gewinne des Unternehmens würden also steigen. Oder der Kurs würde sinken, aber dadurch, dass wir annehmen, dass der Kurs gleich bleibt, kann man daraus schließen, dass die Gewinne steigen werden. Viel wichtiger als dieser Fakt, denn das kann ich auch daran erkennen, dass der erwartete Gewinn für 2022 steigt, ist die generelle Aussage, die das erwartete KGV trifft. Unternehmen mit einem geringen erwarteten KGV gelten auch hier als unterbewertet. Unternehmen, bei denen das erwartete KGV sehr hoch ist, gelten als teuer. Wichtig bei diesen beiden Kennzahlen, also KBV und eben erwartetes KGV, ist, was heißt hier eigentlich niedrig und was bedeutet hoch? Dazu muss man natürlich ein Unternehmen und sein KBV oder sein KGV immer im Verhältnis zu seiner Branche setzen. Intel ist mit Sicherheit gemessen an diesen beiden Kennzahlen niedriger bewertet als die Konkurrenz um AMD und Nvidia. Möglicherweise ist Intel also unterbewertet. Die dritte Kennzahl ist Enterprise Value to Operating Cashflow. Enterprise Value oder auch Unternehmenswert genannt, berechnet sich aus der Marktkapitalisierung des Unternehmens, also alle Aktien multipliziert mit dem aktuellen Preis pro Aktie plus die zinstragenden Verbindlichkeiten. Im Grunde genommen also das Eigenkapital gemessen an der Marktkapitalisierung plus teilweise Fremdkapital. Abgezogen davon werden die finanziellen Mittel, also die liquiden Mittel, mit denen die Verbindlichkeiten aktuell schon getilgt werden könnten. Dieser Gesamtunternehmenswert wird häufig deshalb berechnet, weil er die Verschuldungssituation eines einzelnen Unternehmens mit einbezieht. Genau dies ist bei der simplen Betrachtung der Marktkapitalisierung nicht der Fall und daher ist der Unternehmenswert in der Regel eine bessere Kennzahl, um Unternehmen oder Aktien miteinander zu vergleichen. Der Operating Cashflow lässt sich in der Theorie recht simpel berechnen. Wir haben hier die zahlungswirksamen Erträge, darunter auch also der Umsatz oder Steuerrückerstattungen und davon ziehen wir die zahlungswirksamen Aufwendungen ab, also beispielsweise Mitarbeiterlöhne oder Materialausgaben und. Das Operating Cashflow gibt daher eine Aussage über die Stabilität des gewöhnlichen Geschäfts eines Unternehmens und sollte natürlich möglichst positiv sein. Um diese Kennzahl Enterprise Value to Operating Cashflow zu berechnen, teilen wir also den Unternehmenswert Enterprise Value durch das Operating Cashflow. Im Ergebnis erhalten wir eine Aussage darüber, wie viele Jahre es in der Theorie dauern würde, bis das Unternehmen aus dem operativen Cashflow heraus, also aus seinem Tagesgeschäft heraus, sich selbst kaufen könnte, beziehungsweise eben alle seine Aktien kaufen könnte und seine Schulden tilgen kann. Mit anderen Worten, wie lange dauert es eigentlich, bis sich das Unternehmen amortisiert hat? Wenn der Wert einer einzelnen Aktie immens steigt oder die Verschuldung stark zunimmt oder die operativen Erträge, also der Umsatz zum Beispiel, massiv sinkt, dann dauert es natürlich mehrere Jahre, also länger. Wenn hingegen der Aktienkurs sinkt, die Schulden sinken und die Erträge steigen, dann geht es schneller. Je niedriger dieser Wert also ist, desto eher könnte man das Unternehmen auch hier als unterbewertet sehen. Wir halten also fest, als Value-Aktie gilt ein Unternehmen in der Theorie in diesem Index dann, wenn die Aktie günstig bewertet ist, beziehungsweise das Unternehmen eigentlich besser wirtschaftet, als es der Aktienkurs möglicherweise aussagt. Das heißt, damit eine Aktie eine Value-Aktie ist, sollten laut diesem Index diese drei genannten Kennzahlen alle möglichst niedrig sein. Ein niedriges Kurs-Buch-Verhältnis, ein niedriges zu erwartendes KGV für einen Punkt in der Zukunft und ein niedriges Enterprise Value to Operating Cashflow-Verhältnis sollten vorliegen. Dabei hängt die Definition niedrig oder hoch immer auch mit dem Sektor der einzelnen Aktie zusammen. Der Index schaut sich in der Praxis also diese drei Kennzahlen an, diese drei Faktoren, wählt dann aus dem MSCI World Index die Aktien aus, die nach diesen Kriterien am niedrigsten bewertet sind. Immer im Verhältnis zu ihrer Branche, in der sie sich befinden. Deswegen sehen wir hier eben beispielsweise Intel und nicht AMD oder Nvidia zurzeit im ETF. Dieser ETF bzw. der Index dahinter versucht also aktuell zu günstig bewertete Aktien zu sammeln, in der Hoffnung, dass die dann mittelfristig stärker im Kurs wachsen werden. Sobald eine Aktie natürlich dann diese niedrige Bewertung nicht mehr erfüllt, diese niedrigen Kennzahlen nicht mehr hat, wird sie natürlich auch wieder aus dem Index und damit auch aus dem ETF entfernt. Das heißt für uns, seid euch bewusst, ob ihr euch auf diesen Faktor einlassen wollt, ob ihr auf diesen Faktor setzen wollt, ob er für euch logisch ist. Historisch betrachtet, vor allem bis zur Finanzkrise, hat der Value-Faktor regelmäßig Überrenditen erwirtschaftet. Die Durststrecke zuletzt wird vor allem daran liegen, dass zuletzt vor allem die Momentum-Werte stark an Fahrt aufgenommen haben.
Alleine auf den Faktor Value zu setzen, wäre natürlich umgekehrt eine Wette gegen Momentum, gegen Quality, gegen Small Cap und gegen Emerging Markets Aktien und ist daher generell zweifelhaft. In einer sinnvollen Kombination über einen langen Anlagehorizont hinweg kann sich die Value-Prämie bzw. der Value-Faktor wieder entfalten. Vor allem bei Sektorrotation wäre das möglich in der Zukunft. Ich vergebe daher für die Prognose 3,5 von 5 Sterne. Abzüge gibt es vor allem für die leicht erhöhte Komplexität des Index. Man muss das schon verstehen, was der Index hier genau macht, um diesen ETF sinnvoll abbilden zu können in seinem Portfolio. Für das Portfolio habe ich aufgrund des konkreten Abbildens des Faktors Value 4 von 5 Sterne vergeben. In den Produktkriterien erhielt der ETF ebenfalls solide 4,5 Sterne. In der Performance habe ich 3 von 5 Sterne vergeben, da historisch zwar ein Vorteil erkennbar ist, dieser jedoch seit 10 Jahren nicht mehr in Erscheinung tritt. Für die Prognose gab es dann abschließend ebenfalls 3,5 von 5 Sterne. Insgesamt erhalten wir einen Durchschnitt von 3,75 Sterne, den ich aber auf 4 Sterne aufrunde. Meine persönliche Meinung, ich habe den Value-Faktor tatsächlich in meinem Sparplan und auch in meinem Depot abgebildet. Allerdings nicht den ETF hier von iShares, den ich hier vorstelle, sondern den Xtrackers MSCI World Value ETF, da der ETF eine günstigere Gesamtkostenquote bei Xtrackers besitzt und ansonsten praktisch identisch läuft. Generell habe ich diesen ETF auch mit einer relativ geringen Sparquote im Sparplan, aufgrund der doch recht schlechten Performance der jüngeren Vergangenheit. Dennoch werde ich hier zukünftig den Anteil erhöhen und möchte die Faktor-ETFs mittelfristig auch in meinem Portfolio relativ gleichgewichten, so wie im Beispielportfolio, was jetzt gleich kommt. Gerd Kommer empfiehlt grundsätzlich, wenn man mehrere Faktorprämien in seinem Portfolio kombiniert, diese gleich zu gewichten. Was die anderen Faktorprämien neben dem Value Factor sind, habe ich in diesem Video hier erläutert. Schaut oben auf dem i oder unten in der Videobeschreibung, da findet ihr das Video. Hier mal eine Beispielintegration zur Veranschaulichung, wie sich der Value Factor ETF kombinieren ließe. In diesem Beispiel hätten wir den MSCI World Value Factor mit 20% gewichtet, genauso wie den MSCI World Quality Factor ETF, den ich auch bereits vorgestellt habe auf diesem Kanal. Den Emerging Markets IMI ETF, der in Schwellenländer und deren Small Caps investiert, haben wir ebenfalls mit 20% dabei. Da abgesehen von diesem ETF alle anderen ETFs ausschließlich in Industrienationen investieren, kann man das hier auch als eine Art 80-20-Portfolio sehen, mit einem Multifactor-Ansatz. 20% erhält der iShares MSCI World Momentum Factor ETF, während der Small Cap Factor ETF natürlich auch 20% abstaubt. In diesem Portfolio befände sich dann lediglich Intel in den Top 10, als Aktie, die ebenfalls im Value ETF enthalten war, mit 0,74% Gewichtung. An der Spitze Apple, TSMC, Alphabet und Tencent. Dieses Portfolio hätte laut Angaben von Xtra ETF in den vergangenen 12 Monaten eine Rendite von 32% erzielt, hat jedoch eine relativ große gegenseitige Abhängigkeit, dafür aber ein geringes historisches Risiko. Anleihen als Beimischung wären hier zum Beispiel eine Möglichkeit, um Abhängigkeiten und Risiko noch weiter zu reduzieren. Von der Marktkapitalisierung her sind mehr als 10% der Aktien kleine und Microcap-Aktien, der überwiegende Teil ist aber mittelgroß bis sehr groß. Die Gesamtkostenquote dieser 5 ETFs läge hier bei 0,29%. Schaut zusätzlich, ob ihr von Xtrackers gegebenenfalls eben günstigere ETFs anstatt der iShares-Varianten ergattern könnt. Weniger als 50% der Aktien würden in diesem Depot aus den USA stammen und die Schwellenländer aus Asien wären hier mit 10% sehr stark repräsentiert. Die Sektorenverteilung ist ebenfalls sehr breit. Der IT- bzw. Technologiesektor führt das Ranking wie gewohnt an. Wie seht ihr den iShares Edge MSCI World Value Factor ETF? Habt ihr ihn in eurem Portfolio integriert? Schreibt eure Meinung dazu unbedingt in die Kommentare. Die Kanalmitglieder können übrigens abstimmen, welche Aktien- bzw. ETF-Analyse ich in Zukunft machen soll. Um mehr zu erfahren, klickt unter dem Video auf den Button Mitglied werden. Wir sehen uns in der kommenden Woche wieder bei der nächsten Aktien- oder ETF-Analyse. Die Mitglieder stimmen ab heute ab, welche Aktie wir in der kommenden Woche analysieren sollen. Ein schönes Restwochenende euch, bleibt gesund. Dieses Video ist keine Finanz- oder Anlagenberatung. Die Vortragenden und Produzenten können nicht haftbar gemacht werden, wenn ihr mit dem Handel von Wertpapieren Verluste erwirtschaftet. Dieses Video dient einzig und allein der Unterhaltung.